Herzlich willkommen beim Dennerle Kochstudio. Mein Name ist Volker Jochum und heute geht es um die 3 Aquarien, die wir euch in den letzten 3 Episoden vorgestellt haben. Da wollen wir euch gerne mal ein kleines Update zeigen. Ja, dann schauen wir uns die Aquarien jetzt mal im Einzelnen an. Fangen wir mal an mit unserem 10er Nano Cube. Was ist passiert? Also bei diesem Aquarium ist eigentlich perfekt eingelaufen. Wir hatten hier fast keine Algenplage. Also ihr seht, nur die Myriophyllum ist deutlich gewachsen. Die müssen wir auch unbedingt zurückschneiden. Aber über das Thema Pflanzenrückschnitt machen wir eine extra Episode. Also immer schön die Glocke drücken, dass ihr auch kein Video verpasst. Und wir haben jetzt hier ein paar kleine Geweihrenschnecken eingesetzt, ein paar Garnelen. Das war's. Wie gesagt, noch einen kleinen Rückschnitt. Und dann ist das Aquarium eigentlich auch schon perfekt. Jetzt haben wir hier unser 30 Liter Cube mit dem Bonsai-Baum. Das ist perfekt eingelaufen. Also hier haben wir bis auf an der Scheibe ein paar Beläge gar keine Algen gehabt. Ihr könnt sehen, im Vordergrund die Eleocharis ist gut gewachsen. Auch das Moos auf dem Baumkrone ist deutlich gewachsen. Im Hintergrund die Helantium tenellum ist schön groß geworden. Auch hier haben wir ein paar Geweihrenschnecken reingesetzt und ein paar Amano-Garnelen. Und jetzt kommen wir zu dem Aquarium, was von den 3 Aquarien am meisten Probleme in Anführungszeichen, das sind ja keine Probleme, das ist ein komplett normaler Prozess. Wenn ein Aquarium einläuft, kann es so aussehen. Es kann aber auch so aussehen, dass ihr hier seht, alles voll mit Algen. Also hier schöne Algenbeläge. Also das ist ein komplett normaler Prozess, ist auch gar nicht schlimm. Auch hier haben wir gestern, also ich betone noch mal, gestern habe ich hier ein paar Amano-Garnelen eingesetzt und auch ein paar Geweihrenschnecken. Und die Steine hier, die sind ja jetzt komplett frei, könnt ihr ja sehen, also die sind ja wirklich schön sauber. Die waren gestern auch komplett voll mit Algen. Also wenn wir jetzt das einfach lassen würden, wären innerhalb von einer Woche auch keine Algen mehr zu sehen. Aber es sieht nicht schön aus und aus dem Grund zeige ich euch jetzt mal, wie ich in so einer Situation immer vorgehe. Und ist komplett einfach, also das ist ein ganz normaler Wasserwechsel, also das kriegen wir ganz einfach hin. Bevor ihr anfangt mit Wasserwechsel, immer Filter und Heizstab ausschalten. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt machen wir mal erst mit dem Schlauch ein bisschen Wasser raus. Und dabei kann man schon schön die ersten Algenbeläge absaugen. Das passiert mir auch manchmal am Anfang, wenn jetzt das Aquarium ganz frisch ist und die Pflanzen noch nicht richtig Wurzeln gezogen haben, kommen mir auch die Pflanzen immer mal mit hoch. Aus dem Grund brauchen wir später noch mal eine Pinzette. Und dann geht man einfach so leicht über die Algenbeläge drüber. Und wie gesagt, wenn mal eine Pflanze rauskommt, das ist nicht schlimm, die kann man wieder neu abpflanzen. Immer darauf achten, wenn ihr schon Tiere drin habt, immer nicht die Tiere einsaugen, also immer so ein bisschen den Finger am Auslauf lassen vom Schlauch. Das ist jetzt fürs erste Mal genug. Jetzt machen wir die Scheibe. Die Scheibe putze ich eigentlich immer mit unserem Cleanator. Funktioniert super, also für den groben Schmutz habe ich hier eine Edelstahlseite mit so Edelstahlfasern und für weiche, empfindliche Sachen habe ich hier so ein Kunstschwammimitat, Naturschwammimitat, kein Kunstschwammimitat. Und ich habe am Anfang immer ein bisschen Wasser rausgelassen, das heißt, wenn ich mit der Hand jetzt hier reingehen würde und das Wasser wäre noch hier oben, würde es einfach überlaufen. Aus dem Grund immer ein bisschen absaugen und dann geht man einfach so über die Scheibe. So, das ist genug. Jetzt brauchen wir noch mal unseren Schlauch und die Zahnbürste. Saugen wir noch mal ein bisschen an.
Und die Zahnbürste brauchen wir jetzt hier, für wenn auf den Steinen noch kleine Beläge sind. Die kann man super so mit abbürsten. Und wenn ihr jetzt so wie hier, wo Pflanzen hochwachsen, dann geht ihr einfach hin und schneidet die mit der Schere ab und saugt die direkt in den Eimer. Und somit kann man die Pflanzen auch schon gleich ein bisschen in Form bringen. Oder wie hier jetzt zum Beispiel, einfach so die Pflanzen, die nicht so schön wachsen, direkt wegschneiden. Uns ist ja eben beim Absaugen so eine Pflanze mit rausgekommen und da geht man einfach hin, nimmt sie mit der Pinzette und steckt sie wieder an die Stelle, wo sie vorher war. Somit, dass sie schön wachsen kann. Und ja, jetzt der nächste Schritt ist natürlich jetzt wieder Wasser reinlassen. Wichtig dabei ist, wenn ihr jetzt in ein Aquarium, wo relativ viel Wasser entnommen wurde, ist, oder prinzipiell, wenn ihr einen Wasserwechsel macht, guckt, dass ihr relativ temperiertes Wasser einfüllt. Also wichtig ist, dass der Temperaturunterschied zwischen dem Wasser, was ihr ins Aquarium bringt, und dem Wasser, was im Aquarium ist, nicht allzu hoch ist. Es ist gut, also das ist wichtig für die Tiere, dass sie keinen Schock bekommen. Achtet bitte darauf. Das liegt mir sehr am Herzen. Wenn ihr das Wasser ins Aquarium reinlaufen lässt ihr es am besten auf eure Hand laufen. Dann gibt es keine blöden Verwirbelungen im Wasser, die euch auch den Bodengrund aufwirbeln können oder auch wieder Pflanzen aus dem Aquarium, also aus dem Boden raus transportieren. So, das Wasser ist jetzt drin und bevor wir die Technik wieder in Betrieb nehmen, gehe ich jetzt nochmal hier über die Wasseroberfläche. Da haben wir noch so ein paar kleine Algen- und Pflanzenreste. Die cache ich jetzt nochmal ab. Dann nehmen wir wieder die Technik in Betrieb. Dann machen wir noch ein bisschen Wasseraufbereiter und noch Dünger kommt noch rein. Über das Thema Dünger gibt es ein extra Video. Also nicht vergessen, die Glocke zu drücken, dass ihr auch kein Video verpasst. Und dann sind wir mit diesem Video auch schon durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat oder was euch gefallen hat. Gebt uns vielleicht einen Daumen und folgt uns vielleicht auch auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns darauf. Bis dann, ciao.